ist der Schlüssel. Ach, die Jungs. Guck mal, verpiss dich. Ja, Teletubby, hübscher Mann, guck mal. Guten Morgen. Guten Morgen, hübscher. Morgen, Mai. Ist alles klar? Was habt ihr Schönes vor? Was macht ihr? So, Wärmer. Unsere Nachbarn belästigen. Ja. Lärmbelästigung. Lärmbelästigung. Klausi, was hast du mit dem Ding vor? Nein, das ist Baseball, das ist nicht Football. Also, Mike, sein Auto habt ihr ja schon mal gesehen, glaube ich, in den anderen Videos auch noch. Das Auto sieht aus wie geleckt. Ist ja auch schön gecleant, hä? Ja. Aber du willst es ja nicht so haben, oder wie? Nein, original. Original. Nur original ist legal. Ja, weißt du, ein Auto, ja, da hängt natürlich auch Geschichte dahinter, das weiß ich. Guck mal, wie schön blank das Ganze ist. Ja. Jetzt hast du Tank kaputt gemacht. Habt ihr irgendwo Roststellen entdeckt? Ja. Einige, oder? Frag mal lieber, wo habt ihr kein Rost entdeckt? Da ist kleine Loch, da ist kleine Loch. Und das war alles unter der Grundierung, oder? Unter Das der... siehst du nicht. Das ist alles zu. Da unten auch alles, was so schwarz markiert ist. Unter Unter Bodenschutz. Bodenschutz ist da. Ja, das habt ihr im gestrigen Video gehört, wo die da schön geschliffen haben. Und sich was Kleines baut. Vielen Dank. Vielen gerne. Gehen wir erstmal kalt treten. Die Karre kalt, gib ihm 6,5. Bist du nicht zufrieden, gib ihm 7. Weißt du? Im Motorraum wurde nur zu filmen, zum Beispiel gestriges Video. Ah. Guck mal, wie scheiße der läuft, gell? Aber ich glaube, wir haben herausgefunden, was es ist. Weißt? Die Vorförderpumpe. Das heißt, am Anfang wird sie extrem gebraucht, danach nicht mehr. Beim Kaltstart. Beim Kaltstart, ja. Und ja, da gucke ich mir mal an, mit dem Ostsee mal messen. Und dann auch gucken, ob sie anspricht. Ich kann ja Plus und Minus drauflegen. Und dann, ob sie überhaupt summt oder läuft. Und dann kannst du lange auf den Knopf drauf drücken und dann gelangst du ins Android. Guten Morgen. Guten Morgen! Alles klar. Ah, lecker, 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 lecker. Und hast du Klackern gehört? Gar nichts. Jetzt wieder nichts. Irgendwie, wenn der länger steht, dann ist nichts. Wenn du fährst und das Fahrwerk irgendwie warm wird, das kam so vor, wie als ob da irgendwas abfliegt. Dann gucken wir mal kurz. Stange, ich glaube, das war rechts, oder? Ja, wie sich so angehört hat. Was haben wir da drin? Eibach-Federn. Bilstein. Bilstein, Stoßdämpfer. Bilstein, Stoßdämpfer und was waren es doch? Eibach-Federn. Ja. Und was sagst du? Ja, wirklich gesund sind sie auch nicht mehr, aber. Anfangs, wo wir losgefahren sind, da war nichts. Axialspiel dürfen die ein bisschen haben. Komisch.
Ja, gut, liegt vielleicht, oder? Da ist der Lenker hier. Das Lager. Ja, den darfst du normalerweise so gar nicht bewegen können. Und die andere Seite. Genau so. Es war noch ein bisschen fester. Das ist schon ein Lämpchen oder so. Man sieht, dass da irgendwo der Hand schläft. Guck mal. Das ist ein richtig komisches Geräusch. Die Koppelstange, ich schwör's dir. Da muss man erstmal eine halbe Stunde weit fahren. Und dann hörst du. Also die beiden würde ich mal neu machen. Schlag mal nochmal so. Schlägst unten gegen den Lenker drauf. Wackelt's Nummernschild. Ja! Ah ne, Antriebswelle. Aber so hört sich's Ja, an. so hat sich's angehört. Antriebswelle. Ja, warte mal, bis es abfliegt, weißt? Und dann sieht man, was es war. Ich habe es gerade bei der Probefahrt echt nichts gehört. Weiß ich nicht. Nichts gemerkt. Original. Ist das Original? Da kann man nichts machen. Ah, doch, kann man was machen. Weißt du noch, was wir haben? So ein Abhörgerät, Ach so. wo man das mal irgendwann mal dran machen kann. Aber erst wenn der das erste Mal draußen ist. Da? Vielleicht hat er ja vorne rechts wirklich mal einen Datscher gehabt und da war irgendwas. Und deswegen hört es sich so an. Die. Ja, aber die kannst du halt so bewegen. Ja, das schau nicht. Die sind normalerweise richtig straff. Ja. So hört es sich an. Also, machen wir alle Querlenker mal neu. Ah, kannst du jetzt auch bewegen. Ja, doch. Weißt du, wer weiß, wenn er dann unter Last ist und dann eine bestimmte Stellung hat und dann schlägt er immer so an. Das sagt der Profi. Wie viel tiefer ist der? Tief? Der ist schon tiefer gelegt, oder? Mit dem Ja. Das ist gut tief. Könnte es sein, dass die Stange zu lang ist und der dann ganz nach oben ankommt? Das war nämlich bei meinem RS so. Da habe ich nämlich kürzere reinmachen müssen. Das wird da einen Fehler bringen. Stimmt. Ja. Bringt er ja nicht. Also der Michael löscht ihn dauernd raus. Und wenn der runtergeht, und die Koppelstange geht ja auch runter, nicht, dass da irgendwo zu kleiner Abstand ist, weißt du? Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Hand schon war, dass es hier so sauber ist. Ja, wenn es schlagen wird, dann ist es blank. Also ich würde mal sagen, so vor Lagerfeuer, Ja, Mann. ein bisschen Anzünde. Benzin. Ich muss den Tank anbohren. Wo geht's denn noch? Wohin geht's? Wohin? Weg. Okay, die will weg von uns. Ja, gell? Tschüss, ihr Süßen. Viel Spaß.
sieht hier, guck mal, das hintere, kennst du ja, gell? Das ist die Rückfahrkamera. Weißt du, wie oft ich im Einkaufsmarkt war oder irgendwo, dass einer versucht hinzurennen und das Ding zuzuklappen, weil der denkt, dass meine Heckklappe offen ist. Und wir müssen öfters an einer Ampel, wenn einer von hinten näher kommt, dann geht der auch auf. Die jetzt heute schon rausgeschickt. Was merkst du da? Dicker am Gas. Ja, aber weißt du, was ich machen möchte? Mir kommt es vor, wie als ob der untenrum ein bisschen besser kommt, aber nach oben aus, wenn du jetzt zum Beispiel durchtappst, ne? Wie heißt das Ding? Kickdown. Kickdown gibst. Dass er dann zu hoch dreht und dadurch die Leistung verliert. Dann kommt in eine Begrenzung. Was in den Begriff? Untenrum, wenn du jetzt von unten beschleunigst, ne? Jetzt aus dem ersten Gang oder so, mega, geil. Aber da wir auf der Autobahn waren, kam es mir vor, wie als ob der mehr Leistung hätte. Was ich machen will, ist einmal die Originaldatei auf DIMSpot drauf machen, dann hier Leistungsmessung, dann die alte Software wieder drauf, Leistungsmessung. Weil dann weiß ich ganz genau, was da ist und dann eventuell, wenn ich Schubabschaltung, weil ich würde gerne Schubabschaltung auch im Stand haben. Ja. Wie alt ist der? Solange ich das Auto noch habe, fühle ich mich wie 18. Und dann sitzt er in den Opa Mercedes rein und fühlt sich wie ein 60-Jähriger. Gechillt, entspannt. Ah ja. Aber der RX3 hört sich viel geiler an. Irgendwie so. So hört er sich gerade gut an, aber wenn du Gas gibst, ein bisschen. Da gefällt mir deiner mehr. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich höre mein Auto nur vom Inneren. Ich weiß es nicht. Was pfeift du? Ist doch nicht da. Boah, ist das eine geile Karre, Alter. Hallo, Dennis. Was machst denn du da Schönes? Guten Morgen. Ölwechsel. Klasse. Beste Mann. Guck mal, das ist schon wieder typisch Russen. Hey, warum? 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 Sicherheitsschuh. Aber kannst du aber nicht so. Alles gut? Warum keine. Ich hab sie leider in der Wäsche. Oh. Sonst hätte ich sie angezogen. Viel bequemer, oder? Guck mal, die Eier frische Luft gäbe, gell? Tatsächlich, ja. Wir sind langsam am Auseinandernehmen. Weit nicht. Aber. Ja. Da haben wir schon ein paar Ersatzteile da liegen. So, da sind unsere frei einlernbaren RDKS-Sensoren. Guck mal, das sind die Sensoren. Aktuell haben wir noch eine englische Bedienungsanleitung, ist aber simpel zu verstehen. Kein Ding, wir können natürlich auch die deutsche zur Verfügung stehen. Was da das Geile ist, also hier gibt es ja einen QR-Code, dann kannst du die App herunterladen und dann ist sie direkt auch in der deutschen Sprache, weil du hast dann zum Beispiel, ja hier, ich gehe mal auf zurück. Ja, gucken wir mit euch mal an. Da hast du einmal RDKS-Sensoren und dann musst du halt das Fahrzeug auswählen. Wir haben einen Hyundai iX20, Baujahr 2015, also wählen wir den aus und dann können wir auswählen, okay, was wollen wir haben, Hexadezimalzahl, ja oder Dezimalzahl, das ist dann die ID, was vergeben wird in Grad Celsius oder in Fahrenheit, KPA, PSI oder Bar, wir wollen natürlich in Bar haben und dann kann man entweder eine ID selbst vergeben oder einen Sensor lesen. Da bin ich mal gespannt, ob wir selber das lesen können. Wenn nicht, dann nehmen wir natürlich unser Top-Down-Gerät. Wo haben wir das? Das haben wir im Auto. Ja, scheißegal, was für ein Gerät zum Triggern einfach von den RDKS-Sensoren.
Und dann können wir die ID, die damals auf der Felge war, hier eintragen. Jetzt bin ich mal gespannt. Gehen wir mal zu den alten Rädern. Ich weiß nicht, ob nur die hier gelesen werden können, ne? Aber das probieren wir einfach aus. So. Jetzt gucken wir. Ja, seht ihr, das Lesen ist nicht möglich. Aber wir gucken mal, dass wir das Ganze triggern können. Wir können auch selber eine ID vergeben. ID kreieren, naja. Ich habe hier ID kreieren drauf geklickt. Und dann haben wir diese Nummer hier bekommen. Die schreiben wir auf, dass wir die haben. Weil wir gehen ja so vor, wie als ob wir kein RDKS-Programmiergerät haben. Also um RDKS-Sensoren zu programmieren. Und danach können wir ein beliebiges Diagnosegerät nehmen und das an das Fahrzeug kodieren. Das ist das Geile. Also gehen wir mal. Immer programmieren, bevor man den auch verbaut hat. Wir legen einfach hier drauf. Einfach aufs Handy hinten drauf und dann klicken wir auf Programmieren. Fehler. Das ist ja geil. Also, womit wir es drauflegen, vielleicht stört auch die Hülle. Weiß ich nicht. Oder wir legen es mal mittiger, klicken auf Programmieren. Oder hier oben hin. Na? 99%. Yes, baby, guck mal. Also wir hatten es einfach hier vorne hin machen sollen. Hier sieht man auch die Temperatur. Da sieht man, dass 0 Bar drauf sind. Und wir haben auch diese Nummer. Also die Nummer am besten auf die Verpackung draufschreiben. Und in die Verpackung reinlegen, damit wir auch wissen, welcher Sensor wohin kommt. Dass wir auch die Daten hier angeben können. 8F 2 5 0 F 2. Und das machen wir jetzt mit allen Sensoren. Verbauen Sie in die Felgen, oder Alex? Ja. Und dann kodieren wir das Ganze mal ans Fahrzeug. Ja, und natürlich nicht vergessen, jedes Mal, wenn man einen neuen Sensor kreieren möchte, dann klickt man hier drauf. Sensor-ID kreieren. Und dann erst den nächsten programmieren. Oben drauf halte, programmiere. Das Ganze wird durchgeführt. Funktioniert ruckzuck. Yes, baby. Und dann einfach auf die Verpackung draufschreiben. Ja, da müsst ihr den Reifendrucksensor hier ja einbauen. Ne? Das heißt, das alte Ventil muss ab. Achtet bitte drauf beim Abschneiden oder beim Demontieren, dass nichts in den Reifen reinfällt. Weil ihr müsst ja nicht den kompletten Reifen demontieren, sondern einfach nur das Ventil austauschen und das war's. Immer schön und vorsichtig die Felge nicht verkratze, Ventil raushole. Und auch ganz wichtig, auf jeden Fall bei den neuen die Drehmomente beachten. Weil sonst könnt ihr den Kopf abdrehen. Da haben wir ja den Sensor. Reifendrucksensor mit Ventil zusammen. Einfach vorsichtig aus der Verpackung rausholen. Das Kepple abschraube. Dann ist es ja zweiteilig hier. Vorsichtig abschraube, einsetzen. Und wieder zusammen.
dann am besten wirklich, weil ihr ja 4 Newtonmeter benötigt maximal. Und minimal, so ungefähr 4 Newtonmeter. Einen kleinen Drehmomentschlüssel wäre auf jeden Fall ratsam. Oder gutes Gefühl. Und dann habe ich auch hier einen 9er Gabelschlüssel zum Gegenhalten, damit sich das Ganze nicht verdreht. Man kann auch mit der Hand gegenhalten, aber mit der Hand ist auch nicht so gut. Und dann, bis es klack macht. Zack. Das war's. Rein mit der Luft, auswuchten, dann ab ans Auto. Jetzt müssen wir nur noch die RDKS-Sensoren ans Fahrzeug kodieren. Da haben wir natürlich das beste Diagnosegerät dafür. Alle Diagnosegeräte, Werkstattzubehör und so weiter sieht man ja bei uns im Online-Shop. ml24.shop oder topdan-ml.com oder topdan.eu. So, machen wir mal die Zündung an. Radio aus. Wir gehen einfach auf Wartung drauf. Und dann sehen wir hier Reifendruckkontrolle. Auf Bestätigen. Und da haben wir überall ja unsere Nummern. Wir haben auch drauf geschrieben, wo welcher Sensor verbaut worden ist. Und wir haben Hyundai. Zündung einschalten. Jawohl. Allgemein, wir sind nicht in den USA. Okay, IS-20. TPMS, RDKS, Überwachung. Sonderfunktion. Schreibe der Radsensor-ID. Jawohl, und das sind die aktuellen Werte, die eingespeichert sind von den alten Rädern. Und wir müssen dann natürlich die übertragen. C1 vorne links. Wo haben wir hier vorne links stehen? Natürlich müsst ihr dann die richtigen draufschreiben. Vorne links. Wir tippen das Ganze mal ein. Und das machen wir jetzt bei allen Sensoren genauso. Und dann können wir auch auf Weiter klicken. Wir haben das Ganze jetzt eingetragen, dann können wir hier auf Speichern gehen, also mehr und dann speichern, damit man das Ganze auch übernimmt. Wunderbar, der hat es übernommen. Klicken dann auch auf In Ordnung drauf und da steht Schreiben erfolgreich, drücken Sie OK. Wunderbar, hat er sie jetzt übernommen, stichprobeartig hinten links, 8FF 99E50, perfekt. Also Probefahrt durchgeführt, keine Fehler, gar nichts, einwandfrei. Ja, wo kann man sowas bestellen? Natürlich bei uns. Es liegt aktuell bei 35 € ein RDKS-Sensor und natürlich bei einer Abnahmemenge von knapp 100 Stück bekommt ihr einen Rabatt von 10 € das Stück, das heißt bei 25 € das Stück. Ist einfach mega. Also wenn ihr ein Diagnosegerät habt, welches RDKS-Sensoren an das Fahrzeug kodieren kann, so wie zum Beispiel das Topdan Phoenix Smart oder ein anderes Gerät von uns oder ein Gerät von euch, irgendeins, ne, dann könnt ihr diese RDKS-Sensoren verwenden. Ihr könnt Fahrzeuge auswählen für beliebige Fahrzeuge. An beliebigen Fahrzeugen funktioniert das Ganze. Opel natürlich ist immer ganz schwierig. Opel und die Franzosen kann man gerne auch mal ausprobieren, aber da kenne ich auch von den anderen Geräten, dass man da eher Probleme mit hat. Aber der Rest von den Fahrzeugen, egal ob jetzt ein Ami, ein Dodge Ram oder ein europäisches Fahrzeug, ein BMW, Mercedes oder ein japanisches Fahrzeug oder ein koreanisches Fahrzeug oder ein Chinese,
Bei keinem gibt es ja bei keinem Probleme. Ne? Deswegen, falls Interesse besteht, unten in der Beschreibung seht ihr alles. Den Online-Shop, die WhatsApp-Support-Nummer und. Und jetzt geht's dem BMW an den Kragen. Ja, vor dem BMW haben wir noch einen Gast bekommen. Der Viktor, der hat schon wieder ein neues Auto. Jedes Mal kauft er sich neue Autos. Das ist ein Toyota. Ich wollte gerade Mitsubishi sagen. Toyota? Erzähl mal was darüber. Ja, ist ein Hybridfahrzeug. Toyota Yaris. Und dann wollen wir mal checken, ob dieses Fahrzeug irgendwelche Fehler hat, wie die Batterie ausschaut und so weiter. Ob der Verkäufer dem auch was Gescheites verkauft hat. Das Auto hat gerade mal, wie viel tausend? 50.000 oder so? Oder wie viel hast du drauf? 61.000. Ja, fast wie ein Neuwagen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, da sieht man, weißt, bei den deutschen Herstellern hast du meistens überall Fehler drin. Hier bei dem, okay, wir haben nur hier einen Fehler drin. Was für ein Fehler das ist, bin ich mal gespannt. Meistens sind es immer nur so sporadische Fehler. Okay, HV, EV-Komponenten. Ihr könnt mal auf das Gerät drauf gehen, auf das Steuergerät. Fehlerspeicher löschen. Ja, oder lesen noch einmal geschwind. Klimaanlage, Kommunikation, da Kommunikation. Bei diesem Fahrzeug gibt es kein Standbild. Wir löschen mal diese Fehler. Sieht schon mal gut aus. Sollte mal wieder auslesen. Oh, da geht auch Personalisierung bei diesem Auto. Personalisierung kennt ihr ja vom BMW schon. Das heißt, man richtet das ein, wie man es haben möchte. Egal ob jetzt Gurtwarner oder andere Sachen. Und hier sehe ich zum Beispiel Funktürschloss, Türverriegelung, elektrische Fensterheber, Beleuchtung und so weiter, Eintrittsstart. Aber das brauchen wir nicht. Hier zum Beispiel auch Warnung. Was steht da drauf? Seht ihr, bei diesem Fahrzeug kann man dann auch verschiedene Summgeräusche, zum Beispiel Sicherheitsgurtwarner deaktivieren, Tonschlüsselerinnerung deaktivieren, Rücksitzgurt und so weiter. Also coole Sache. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man bei diesem kleinen Fahrzeug überhaupt alles überprüfen kann. Das ist ja extrem. Hey, der hübsche Eddie ist da. Was geht, Maschine? Alles klar? Also, wunderbar. Die gefahrene Distanz bei diesem Fahrzeug beträgt 59.767 Kilometer. Ladezustand der Batterie ist in Ordnung, HV-Anlasserzustand ist in Ordnung, also klasse. Jetzt kriegt der BMW einen neuen Bordcomputer. Der Motor ist zerlegt, danke der Einsatzkraft meiner Freunde und meiner Frau natürlich. Ja, der ist jetzt am sicheren Örtchen. Wenn ihr irgendwelche Teile vom X6er benötigt, E71, da einfach mal bitte melden. Ja, und bei diesem Hübschen haben wir jetzt auch das neue Radio drin. Das gucken wir uns mal an. Ja, der Einbau war katastrophal. Hat sich aber natürlich gelohnt. Die zwei Jungs, Eddie und Viktor, die haben sich richtig stark bemüht. Ihr seht ja auch zig verschiedene Videos, wie man das Ganze verbauen kann. Aber ich wollte euch mal zeigen, dass es wirklich richtig klasse ist. Wenn man hier einmal aufs Menü drauf geht, kann man auch direkt an das Originale dran gehen. Original Bordcomputer. Man kann hier mit unserem Originalen, hier oder was? Was ist das da hier?
Haha, da ist es ja. Guck mal, wie geil. Infoquelle. Das ist dann wie original. Einfach hier drauf gehen, da seht ihr auch den kompletten Service und alles. Check Control. Also, ich übe dann mal ein bisschen. In dem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Man sieht sich. Bis demnächst. Euer Mitmann Live. Ciao.